An diesem Spot wird seit fast 50 Jahren durchgehend geskatet. Somit ist das der am längsten von Skatern genutzte Skatespot der Welt. Das ist South Bank. Dieser Spot gehört zum South Bank Centre in London, welches als größtes Kunst- und Kulturzentrum Europas gilt und aus mehreren Gebäudekomplexen besteht. Eines dieser Gebäude ist der Konzertsaal Queen Elizabeth Hall, der 1968 eröffnet wurde. Unterhalb dieses Konzertsaals findet sich eine leere Fläche mit dem Namen Undercroft, welche keinen wesentlichen Zweck hatte und hauptsächlich als Lagerfläche benutzt wurde. Der Name South Bank kommt daher, da sich das Ganze am südlichen Ufer der Themse befindet. Anfang der 70er Jahre kam das Skateboarding aus den USA nach England und 1973 versammelten sich auch schon die ersten Skater an der South Bank. Dieser Spot war für den ursprünglichen Skate-Style wie geschaffen, da das Skaten damals noch relativ nah am Surfen war und aufgrund der Banks konnte man das Wellenreiten perfekt nachahmen. Außerdem ist der Spot überdacht, was bei dem typischen englischen Wetter mehr als nur perfekt ist. Die ersten Fotos von Skatern an der South Bank tauchten 1976 auf und im Jahr darauf wurden sogar die Medien so langsam auf diesen neuartigen Sport aufmerksam. The South Bank, with its worldwide reputation for pioneering in the arts, introduces a new kind of art form, but one definitely more suited to the outside rather than in. They call it skateboarding, and it's the nation's fastest growing craze amongst the youngsters. Während in England in den 70er und 80er Jahren eine schwere wirtschaftliche Krise herrschte, sodass in London auch sogenannte Cardboard Cities entstanden, unter anderem auch bei der South Bank, entwickelte sich der Skatespot in dieser Zeit zum Zentrum des britischen Skateboardings. South Bank became a very important and integral place for British skateboarding because it was on the cover. Not only was it in the centre of London, the busiest and most bustling city in the country, it's smooth, South Bank, smooth concrete, it's got lots of banks, it's got stairs, it's got little ledges, it's got taller ledges. But yeah, there's a serious breeding ground for street skateboarding in the country. 1988 befand sich die Bones Brigade auf ihrer UK-Tour und machte einen ungeplanten Stopp an der South Bank, wodurch die Bekanntheit des Spots noch weiter anstieg. Im selben Jahr veranstalteten die Locals außerdem den Smell of Death Jam, um die Existenz des Spots zu feiern, da erstmals Pläne zur Zerstörung des Spots aufkamen. Aus den Plänen ist obviously nichts geworden. Die 90er Jahre wurden für die Skate-Community allerdings alles andere als leicht, denn das South Bank Centre hatte andere Pläne für den Platz und versuchte alles Mögliche, um Skater von diesem Spot zu vertreiben. So wurden beispielsweise Löcher in den Boden gebohrt, der Boden mit Wasser besprüht und die Lichter wurden ausgeschaltet. Geholfen hat das alles aber nichts, denn die South Bank war mittlerweile ein Zuhause für die Skate-Community, man ließ sich daher nicht so einfach vertreiben. 2004 fand die Kunstausstellung The Side Effects of Urethane statt, bei der einige Curbs aufgestellt wurden, die bis heute noch vorhanden sind. In all den Jahren kamen auch immer wieder weitere Do-it-yourself-Obstacles dazu. In den Jahren 2004 und 2005 gab es den nächsten großen Versuch des South Bank Centers, die Skater zu vertreiben. Ein großer Teil des Spots wurde dicht gemacht, da das South Bank Center den Platz als Lagerfläche benötigte. Man versicherte der Skate-Community, dass dies nur vorübergehend sei. Sass. Dem Skateboarding an der South Bank hat der Verlust von 1/3 des Spots aber dennoch keinen Abbruch getan. Mittlerweile war der Spot weltbekannt. Auch in London entwickelte sich das Gelände von einem Schandfleck zu einem Touristen-Hotspot. Unter anderem auch wegen der Skate-Community, die in den letzten Jahrzehnten einen großen Anteil an der gestiegenen Sicherheit des Gebiets hatte. 2011 wurde das lange Gelände aufgestellt, welches die Skater von den Passanten trennen soll. They put the barrier exactly the right space away from the bank. I mean, you couldn't make it more perfect. It's essentially a beautiful launch ramp to a bar. Seitdem chillen alle Menschen, die hier vorbeilaufen, an diesem Geländer und schauen den Skatern zu. Im Jahr 2013 kamen Pläne vom South Bank Center ans Tageslicht, die die komplette Skate-Community weltweit zum Beben brachten. Der ganze Spot sollte abgerissen werden, um an dessen Stelle verschiedene Geschäfte und Restaurants zu eröffnen. So this is the 5th or the 6th time that there's been redevelopment plans for the South Bank. And in the last 20 or 30 years, a number of schemes have failed for whatever reason, but a common thread through all of them has been that the people who actually run the place have failed to pay attention to people who have actually made their objections known. Die Skater einfach so im Regen stehen zu lassen, hatte man aber dennoch nicht im Sinn, denn das South Bank Center hatte außerdem vor, 120 Meter weiter unter der Hungerford Bridge einen neuen Skatepark bauen zu lassen. Kurzer Fakt am Rande, bei dieser Brücke befindet sich eine kleine Gedenkstätte für den 1999 an dieser Stelle ermordeten Skater Timothy Baxter. Seitdem werfen Skater ihre gebrochenen Decks auf eine kleine Plattform an der Brücke. Aber zurück zur South Bank. Das Problem an diesen Plänen
Problem war, dass man mit den Skatern vorher überhaupt nicht geredet hat. Denn die Skate-Community wollte die South Bank überhaupt nicht verlassen bzw. aufgeben. Geschichte kann man eben nicht einfach so nehmen und woanders hinpacken. And I think maybe the thing that surprised a lot of people in the media and at the South Bank Centre is the level of passion that people have for that place. If we build you another bank that's exactly the same as the one at the Undercroft, why is that not as good? Well, that ain't the issue. The issue is that this place is like imbued with so much history and culture that if you get rid of it, all of that echo goes. Daraufhin haben die Londoner Locals die Initiative Long Live South Bank gegründet, um gegen diese Pläne anzukämpfen. Nicht nur unzählige Profis und Firmen aus dem Skatebereich standen der Long Live South Bank zur Seite, sondern auch Promis wie zum Beispiel David Beckham und Radiohead. Die wichtigste Stimme für die Erhaltung des Skatespots kam von Boris Johnson, der damals Bürgermeister von London war. Nachdem Johnson sein Veto gegen die Pläne eingelegt hat und auch andere Beteiligte von den Plänen abgerückt sind, konnte die South Bank als Skatespot nach einem 17-monatigen Kampf und insgesamt 150.000 gesammelten Unterschriften gerettet werden. We managed to get 150,000 signatures against it. Now we've got a legal guarantee that is here for the long term. Die Zukunft der South Bank war somit gesichert. In den Jahren darauf arbeitete Long Live South Bank eng mit dem South Bank Center zusammen, um die Interessen der Skater und des Centers gleichermaßen zu wahren. So konnte man sich auch 2017 darauf einigen, dass die im Jahr 2004 abgesperrten Bereiche wieder geöffnet und für Skater zugänglich gemacht werden sollen. Im Juli 2019 war es dann soweit. Nachdem man zuvor Spenden in Höhe von 1,1 Millionen Pfund gesammelt hatte, wurden die geschlossenen Bereiche wieder geöffnet und die South Bank befand sich wieder in ihrem ursprünglichen Zustand. Solange sich die Skate-Community auch weiterhin mit Herz und Seele für diesen Spot engagiert, wird der schon am längsten von Skatern genutzte Spot auch noch lange bestehen. Auch an diesem Spot haben sich Skater zu einer Organisation zusammengeschlossen, um diesen vor seinem Ende zu bewahren.